Und zwar habe ich jetzt ganz spontan angefangen, dieses Video zu drehen. Denn je spontaner ich das mache, desto besser fließt es. Heute möchte ich über das Thema Beziehungen und auch das Thema, warum manche Menschen in unserem Leben bleiben oder nicht in unserem Leben bleiben, sprechen. Weil ich unter anderem auch in letzter Zeit sehr interessante Dinge erlebt habe und das als Inspiration hilft. Und mir fallen einfach verschiedene sehr interessante Beispiele dazu ein. Zum Beispiel, warum manche Menschen uns viel leichter missverstehen als andere. Denn es ist wahnsinnig interessant, obwohl man vielleicht die gleiche Muttersprache hat, obwohl man in der gleichen Umgebung, im gleichen Umfeld oder der gleichen Kultur aufgewachsen ist, scheint es irgendwie, als ob die andere Person eine andere Sprache spräche. Es sieht so aus, als ob die andere Person die Worte anders verstehen würde. Und das ist eigentlich ein sehr faszinierendes Thema, weil ich glaube ganz besonders, wenn man im Ausland gewohnt hat, wenn man mit anderen Kulturen zu tun gehabt hat, dann hat man vielleicht ein bisschen eine Neigung dazu, sich zu denken, ja, also die Missverständnisse, das ist wegen der anderen Kultur, das ist einfach, weil wir unterschiedliche Muttersprachen sprechen, es ist einfacher, sich da misszuverstehen. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht zwingend der Fall. Ach ja, und ich muss natürlich dazu sagen, willkommen auf meinem Kanal Learn German Relaxed with Gabriel. Ich bin Gabriel. Das hier ist ein Kanal nominell zum Deutschlernen, also das ist so quasi der Titel, aber eigentlich geht es in diesen Videos einfach um das Leben. Und du kannst sehr, sehr gerne die Untertitel einschalten. Ich gebe in letzter Zeit immer Untertitel in mehreren Sprachen dazu. Also das heißt, du kannst damit einerseits sehr, sehr gerne Deutsch lernen. Es ist einfach lebensnah, es geht um das Leben. Andererseits sprechen wir über interessante Dinge und du kannst vielleicht etwas daraus mitnehmen. Also das ist wahnsinnig spannend, darüber nachzudenken, was ist es eigentlich, warum sich zwei Leute verstehen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ebenen. Also einfach platonische Beziehungen, romantische Beziehungen und so weiter. Also irgendwo hat es nicht nur mit den Worten zu tun oder es hat nicht nur damit zu tun, dass wir den gleichen kulturellen Kontext kennen. Das heißt, es muss irgendwie etwas Unterschwelliges geben, etwas Subtiles, warum zwei Menschen eine Verbindung spüren. Jetzt gibt es solche Wörter wie sie haben die gleiche Frequenz, die Chemie stimmt zwischen den beiden oder sie sind auf der gleichen Wellenlänge. Das heißt, eigentlich diese ganzen Bilder, die wir haben, beziehen sich auf solche Dinge wie Energie oder Wellen. Es ist irgendetwas im ersten Moment Unsichtbares oder in dieser Sphäre, in dieser Ebene nicht sofort sichtbar oder nicht sichtbar. Und ich bin mir sicher, du hast auch solche Beispiele in deinem Leben, wo du mit jemandem sprichst und versuchst, dich zu erklären, dich auszudrücken und du versuchst schon sehr klar und so gut wie möglich die Worte zu finden und trotzdem funktioniert es nicht ganz.
Und der zweite Block, der hier das Thema ist: Warum bleiben manche Menschen in unserem Leben? Andere Menschen sind für eine gewisse Zeit da, aber dann trennen sich die Wege wieder. Ich beginne zuerst einmal beim Thema Freunde aus der Jugendzeit. Weil ich würde sagen, wenn man noch ein Kind ist, wenn man jugendlich ist, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche, das heißt, wenn man noch in die Schule geht oder gerade anfängt an der Uni zu studieren, dann kommt man mit Leuten in Kontakt und es verbindet einen zuallererst einmal etwas Äußeres, eine Struktur. Man geht in die gleiche Schule oder man geht auf die gleiche Uni oder man studiert dasselbe Fach oder vielleicht betreibt man den gleichen Sport. Man geht in den Fußballclub oder in den Volleyballclub. Das heißt, es gibt zuerst irgendetwas, was mit uns persönlich nichts zu tun hat, was uns verbindet. Und vielleicht hast du das dann auch erlebt. Die Zeit vergeht, die Jahre vergehen und plötzlich hat man gemerkt, dass einen selbst nicht so viel mit dieser Person wirklich verbindet. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass man in bestimmten Kontexten einfach über bestimmte Themen gerade nicht redet oder bestimmte Themen für einen selbst nicht so relevant sind. Das heißt, man findet über sich selbst auch erst schrittweise heraus, wie man leben möchte oder was die eigenen Werte sind. Und ich denke, wenn man jünger ist, dann ist man eigentlich noch viel mehr auf der Suche. Man probiert aus und man kann durch verschiedene Erfahrungen erst sagen, hey, Moment einmal, das, was für mich vorher normal war, das, was für mich vorher eine menschliche Beziehung war, die für mich so gewohnt war, jetzt merke ich, das passt gar nicht so sehr zu mir. Oder das ist mir jetzt gar nicht so wichtig, was in dieser Beziehung für Themen präsent sind. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Also ich gebe dir absichtlich zuerst einmal ein etwas banales Beispiel, okay? Damit es einfacher ist. Also stell dir vor, zwei Leute gehen immer Tischtennis spielen, okay? Sie gehen in den Park Tischtennis spielen, sie treffen sich dort. Und das ist etwas, das Tischtennisspielen, das ist etwas, was die beiden verbindet. Es macht Spaß. Man kann entweder nach der Uni, nach der Arbeit, nach der Schule, man kann zusammen entspannen, man macht Ping-Pong, Ping-Pong und man kann dann zusammen einen entspannten Nachmittag verbringen und dann geht man wieder irgendwie entspannt nach Hause. So, jetzt macht man das einige Zeit. Aber dann merkt man auch etwas anderes. Ich nehme jetzt einfach ein ganz beliebiges Szenario. Man merkt dann plötzlich, hey Moment, die andere Person beschwert sich die ganze Zeit. Die andere Person, oder vielleicht ja, wir selbst, ich nehme jetzt einfach die andere Person, ja, sozusagen, damit wir auf dieses Bild schauen können. Die andere Person beschwert sich oder ist immer so negativ oder hat einfach etwas, was uns Energie entzieht.
Und dann merken wir, Moment einmal, es ist zwar ganz nett, mit dieser Person Tischtennis zu spielen, aber je länger ich das mit dieser Person mache, desto mehr, erstens einmal, kann ich sogar das gemeinsame Tischtennisspielen nicht mehr genießen, weil diese Negativität einfach durchdringt. Es wird immer deutlicher. Also zum Beispiel, wenn du dich mit jemandem auf einen Kaffee, das kann ich dir auch ein Beispiel aus meinem Leben geben, wenn du dich mit jemandem auf einen Kaffee triffst, ja, und du merkst schon so ein bisschen das erste Mal, okay, eigentlich, was diese Person die ganze Zeit macht, ist, über das Leben zu seufzen. Und ich habe dann in diesem Gespräch gemerkt, selbst wenn weil ich bin normalerweise in Gesprächen sehr aufmerksam und schaue, ich versuche zumindest, sehr aufmerksam und schaue, okay, in welche Richtung verläuft das Gespräch und ich finde jetzt gerade nicht das perfekte Wort dafür, aber es geht darum, dass man irgendwie zusammenspricht und dass nicht zwei Leute einen Monolog halten, sondern dass man irgendwie zusammenspricht und in Verbindung ist. So, okay. Und jetzt ist es so, ich habe das erste Mal schon gemerkt, okay, diese Person geht eigentlich, also sagt immer irgendwas, was sie stört oder was irgendwie unangenehm für sie ist oder was irgendwie schwierig ist. Und am Anfang ist das ja noch nicht so auffällig oder so stark, ja, aber es beginnt so ein bisschen, als würde man in ein Glas Wasser Tinte geben. So langsam merkt man dann, es wird immer mehr, es wird immer offensichtlicher und auch störender. So, und dann kann man natürlich ein bisschen verschiedene Versuche machen. Zum Beispiel habe ich dann versucht, das Gespräch ein bisschen wieder in eine andere Richtung zu lenken. Also ich habe dann versucht, dann irgendwie noch einen anderen Blick auf diese Sache zu geben. Und es ist dann so, manche Leute nehmen das an, also sie nehmen den Input von uns an und das Gespräch geht dann ein bisschen in eine andere Richtung. Aber dann gibt es auch Leute, die immer wieder das eine und das andere Mal zurück zu dem negativen Ding gehen. Also das heißt, das ist für sie der Autopilot-Modus oder das ist für sie, wie kann ich das sagen? Weil es ist nicht nur so, dass sie das gewohnt sind, natürlich sind sie es gewohnt, aber etwas gewohnt sein das klingt noch ein bisschen zu passiv, weil sie gehen aktiv dann zum nächsten negativen Thema. Das heißt, sie suchen aktiv das nächste, was sie dann sagen können, was irgendwie nicht gut läuft oder was negativ ist oder was sie stört. Ganz egal, ob das jetzt irgendwie im Job ist, ganz egal, ob das jetzt irgendwie im Privatleben ist, ganz egal, ob das jetzt irgendwie beim Beantragen von verschiedenen Dokumenten oder irgend so etwas ist. Ja? Ich glaube, du verstehst sehr gut, worum es hier geht. Und dann habe ich einfach mich nochmal, also ich habe das schon ein bisschen gemerkt und ich mache das dann auch so, dass ich dann sehr dezent mal sage, ja,
Man muss es aber nicht nur so sehen oder man kann es nicht nur so sehen, sondern es gibt auch wirklich, man könnte das so und so anders machen oder anders probieren und so weiter. Und dann habe ich mich mit dieser Person vielleicht noch 2, 3 Mal auf einen Café getroffen. Und einmal war ich dann schon so müde, dass mir eigentlich ein bestimmtes Bild in den Kopf gekommen ist. Und zwar, dann habe ich das Gefühl gehabt, diese Person sucht eine andere Person, um einfach die Negativität abzuladen, loszuwerden. Und das ist eben so ein Prozess, wo man schrittweise dann zu dem Punkt kommt, wo man sagt, nein, okay, ich habe eigentlich keine Lust mehr, diese Person zu treffen oder ich lasse das vollkommen offen und es ist auf eine wirklich unbestimmte Zeit mal nach hinten verschoben. Also ich kümmere mich nicht aktiv darum, diese Person zu sehen oder mit dieser Person in einer engen Beziehung zu stehen. Und das ist eben auch etwas, am Anfang hat man zuerst einmal verschiedene Schritte, die man geht oder probiert. Natürlich kann man auch am Anfang dann einfach, ich weiß nicht, ab der ersten Sekunde, wo irgendwas nicht 100% stimmig ist, kann man natürlich sofort alle Beziehungen cutten, alle Beziehungen abschneiden. Ich weiß nicht, das fühlt sich jetzt für mich nicht so natürlich an. Natürlich kann man jetzt auch sagen, es gibt verschiedene Red Flags und dann sagt man gleich Stopp. Ja, aber wir nehmen jetzt einmal relativ durchschnittliche Beispiele, okay? Na gut, also das heißt, das Gleiche ist meiner Meinung nach der Fall, wenn man mit Freunden zu tun hat, die sich über viele Jahre in eine bestimmte Richtung entwickeln, genauso wie wir. Und man merkt dann einfach, hey, Moment, eigentlich haben wir eine ganz andere Idee vom Leben. Weil das ist oft noch nicht so offensichtlich. Weil man früher über andere Dinge gesprochen hat, man hat andere Sorgen gehabt, man hat andere Themen im Fokus gehabt. Da ist es einfach noch nicht zur Sprache gekommen oder an bestimmten konkreten Beispielen bei so großen Lebensthemen. Wenn man zum Beispiel dann über Beziehungen spricht, also über romantische Beziehungen und dann merkt man, oder über ein Business oder so weiter und so weiter. Und dann merkt man, wie die andere Person eigentlich tickt. Dann gibt es wieder einen anderen Fall. Das Gegenteil sozusagen. Und zwar, egal wie lange man mit einer Person keinen Kontakt gehabt hat, in dem Moment, wo man wieder in Kontakt steht, spürt man diese Verbindung wieder. Das ist auch etwas sehr, sehr Interessantes. Ich denke gerade nach, warum das so ist. Ja, da kommen wir wieder auf das Wort Frequenz oder die Chemie stimmt. Aber ich glaube, bei mir ist es zumindest so, es muss eine gewisse Offenheit da sein, es muss eine gewisse Flexibilität da sein bei der Person, weil im Leben geht man einfach durch verschiedene Situationen durch und wenn man irgendwie nicht zu starr einen gewissen Modus fahren muss im Leben, oder einfach, wenn man nicht zu starr einen gewissen Modus fährt, dann
ist das für mich sehr angenehm, weil ich das Gefühl habe, mit dieser Person kann man irgendwie sehr, diese Person bewegt sich. Ja, das ist auch ein cooles Stichwort. Und zwar, das hast du sicher oft gemerkt. Stell dir vor, du möchtest so gerne irgendwie entweder eine Beziehung pflegen oder du siehst etwas und ich glaube, wenn man mit jemandem zum Beispiel gut befreundet ist oder sogar wenn man in einer romantischen Beziehung ist, wenn man merkt, dass etwas bei der anderen Person, muss ich überlegen, wie ich das formulieren kann, nicht unbedingt will ich sagen, wenn bei der anderen Person etwas schief läuft, aber wenn es etwas gibt, wo du ein starkes Gefühl hast, dass man darüber reden soll. So ist es besser gesagt. Wenn du das Gefühl hast, okay, da gibt es eine Sache, ich finde, wir sollten wirklich über diese Sache reden. So. Und dann merkst du einfach, die Person bewegt sich nicht. Oder vielleicht kannst du dich an eine Situation erinnern, wo uns das selbst betroffen hat, wo wir dann gemerkt haben, Moment einmal, in dieser Zeit habe ich mich einfach, ich war zu inflexibel, ich habe mich da nicht bewegen können. Irgendwas hat mich blockiert, ich war in einer gewissen Überzeugung und habe mir gedacht, es muss so sein. Und später sehen wir dann, Moment einmal, heute würde ich das nicht mehr so machen. Heute würde ich nicht mehr diesen Satz sagen. Du verstehst, was ich meine. Und deswegen ist es so interessant, dass man dann, je länger man lebt, man sieht, okay, manche Leute bleiben einfach nicht so lange in unserem Leben. Sie ziehen weiter oder wir ziehen weiter. Und am Anfang war das noch komplett unvorhersehbar. Am Anfang oder vorher hat es so ausgesehen, als hätte man eine sehr starke Verbindung, als würde diese Verbindung länger halten. Und dann plötzlich merkt man, oh Moment, es ist doch nicht so. Es ist doch nicht so. Ich habe mit dieser Person jetzt doch keinen Kontakt mehr. Da fehlt etwas. Also, es kann auch wirklich sein, dass man eben gewisse Dinge vorher noch nicht wissen kann. Und ich glaube, da geht es auch darum, dass man sich selber diese Möglichkeit gibt, herauszufinden. Und weil es ist nämlich so, dann hat man, ich gehe zum nächsten Stichwort und zwar Zeitverschwendung. Du hörst vielleicht oft, dann hört man oft so, ja, ich habe mit dieser Person so viel Zeit verschwendet. Ich kann schon verstehen, dass man das sagt. Ich habe ähnliche Sätze auch im Kopf gehabt. Aber trotzdem, wenn ich heute auf dieses Wort blicke, Zeitverschwendung, also ich habe Zeit mit dieser Person verschwendet, dann ist das nicht ganz der Punkt. Weil all diese Dinge, die man durch diese Beziehungen gelernt hat oder erlebt hat, im weiteren Verlauf des Lebens sich irgendwo wieder zeigen, sich zuerst transformieren und man Dinge dann einfach anders macht als früher. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ich würde sagen, durch all die Beziehungen, die ich gehabt habe, kommuniziere ich heute komplett anders als vor vielen Jahren. Und das wäre nicht möglich gewesen durch diese Erlebnisse. Deswegen ist das irgendwie auch eine Einladung dazu, sich zu überlegen, ja, hilft es mir wirklich, wenn ich einfach
das Wort Zeitverschwendung nehme und dann einfach eine Sache einfach nur so bezeichne, weil irgendwie, ich weiß nicht, es hilft nicht gerade, glaube ich. Also mir hilft es nicht. Weil was kann ich dann irgendwie weiter daraus mitnehmen, außer dass es eine Zeitverschwendung ist? Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wie viele Menschen, jetzt ein komplett anderes Beispiel, wie viele Menschen so viel scrollen auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, wie viele Stunden vergehen. Ja, natürlich, du kannst sagen, es ist eine Zeitverschwendung, du kannst sagen, es ist künstlich, es ist irgendwie abgeschnitten vom realen Leben, vom stofflichen, also von der analogen Welt. Aber man kann auch dort etwas lernen, man kann von dort etwas mitnehmen, man kann auch einen Einblick gewinnen. Es ist irgendwo auch ein Spiegel der Gesellschaft, was man dort sieht. Und man kann auch sehen, was man alles nicht gut findet. Und das kann auch als Inspiration dienen. Ich weiß jetzt schon, dass ich ganz, ganz viel Inspiration aus den Inhalten auf den sozialen Medien nehmen werde, und zwar sind das Inhalte, mit denen ich nicht einverstanden war, wo ich mir gedacht habe, so ein Blödsinn. Und das ist eben da drinnen, es sehen viele Menschen. Und das ist eigentlich Grund genug, dass man sagt, Moment, ich könnte eigentlich etwas ganz, ganz anderes dazu sagen und das könnte ich dann auch online stellen. Das heißt, die Perspektive ist ganz, ganz wichtig. Das sind mal ein paar Gedanken zu dem Thema Beziehungen.